Ladies and gentlemen, let me introduce to you. So Leute, heute mal nicht Schwimmen, verlaufen, sondern Pumpen, und ich zeige euch meine Lieblingsübungen, vor allem für die kalten Wintermonate, also let's go! Immer wenn ich ins Gym gehe, dann fange ich mit Mobilisationsübungen an als Warm-up, und hier mal meine 3 liebsten Übungen. Einmal, ich nenne ihn mal den Sprinter mit Rotation. Da dreht ihr zur Seite auf, geht so weit wie es geht nach unten mit dem Arm, wechselt die Seiten 10-mal jede Seite. Dann hier den Skorpion, geht auch nochmal hier Hüftöffnung, Rotation, Wirbelsäule. Schiebt das Knie zur Decke und holt alles raus. Und für den Oberkörper mache ich total gerne die sogenannte Stockrotation. Da könnt ihr variieren, je nachdem wie eng ihr den Stock greift oder wie weit, je nachdem. Lasst die Arme gestreckt und versucht einmal vor und zurück. Das Ganze mache ich auch 3-mal 10-mal, und dann bin ich ganz gut aufgewärmt für die Kraftübungen, die folgen. Hier mal meine 3 Klassiker für die untere Extremität. Einmal das Kreuzheben. Lasst euch das am besten mal von einem Experten zeigen oder lasst ihn drüber schauen, wie ihr es ausführt, weil man doch viele Fehler machen kann, gerade wenn man das Gewicht steigert. Ganz wichtig, gerader Rücken und ja, irgendwann auch mal richtig viel Gewicht draufpacken. Dann eine Übung, die super gut für die Po-Muskulatur ist und einfach richtig, ja, für Bums beim Radfahren und Laufen sorgt, die Hip Thrusts. Geht langsam runter und mit viel Power nach oben. Und natürlich der absolute Klassiker schlechthin, der nicht fehlen darf, die Kniebeugen. Auch da lohnt es sich, wenn man jemanden mal, der sich damit gut auskennt, über die eigene Bewegungsausführung drüber schauen lässt, da auch hier Fehler sich einschleichen können, und vor allem, bevor ihr das Gewicht steigert. Und schaut, dass ihr schön tief geht. Ihr müsst nicht maximal runtergehen, aber ein bisschen mehr als 90 Grad. Jetzt kommen wir zu meinen 3 Lieblingsübungen für die obere Extremität. Einmal hier der sogenannte Face Pull. Setzt euch schön aufrecht hin und zieht wirklich mit den Muskeln zwischen den Schulterblättern das Gewicht nach hinten. Da solltet ihr es vor allem merken, zwischen den Schulterblättern, die hintere Schultermuskulatur ist einfach super Gegenbewegung zu dem, was wir Triathleten sonst so machen. Da braucht man auch gar nicht viel Gewicht, um die Übung sauber auszuführen. Ellenbogen gehen nach oben, hinten. Und die nächste Übung, die kommt, ist auch nochmal für die hintere Schultermuskulatur, die die Schulterblätter nach hinten bringt, gerade auch super als Gegenbewegung zum ganzen Schwimmen, was unsere Schultern ja doch weiter nach vorne rotieren lässt mit der Zeit. Und auch natürlich, wenn ihr viel im Büro am Schreibtisch sitzt, ist das so die typische Haltung. Dagegen diese Übung. Nimmt wenig Gewicht und achtet auf eine saubere Ausführung. Schulterblätter zurückziehen, Arme gestreckt lassen und die Gewichte nach hinten neben die Ohren führen. Und natürlich wieder ein Klassiker, der Klimmzug. Davon mache ich so 100 Stück, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was vorher so anstand. Also Laura ist von Natur aus relativ leicht. Und sie muss im Rad halt eine relativ hohe Kraft aufbringen, und wenn sie kein Krafttraining machen würde, würde sie an Körpergewicht einbüßen bei dem ganzen Ausdauertraining. Und Laura hat in den vergangenen 2-3 Jahren 2 bis 2,5 Kilo an magerer Muskelmasse zugenommen und ist damit konkurrenzfähiger gerade auf flachen Strecken geworden. Das ist eine Komponente, eben fürs Radfahren die entsprechende Muskelmasse mitzubringen, die ist notwendig. Zweite Sache ist da sicherlich eine Verletzungsprophylaxe, um athletisch austrainiert zu sein, um die Impacts wegstecken zu können, die eben ein Mittel- und Langdistanztraining an Anforderungen an jemanden stellen. Ja. Und dazu zählt dann eben auch, dass man länger Dinge stabilisieren kann, eine Aeroposition, eine Laufposition und so weiter. Ja.
Also Hypertrophietraining im Triathlon ist ziemlich schwierig. Also die Studienlage ist eigentlich gruselig und wenn ich jetzt da hingehe und genau schaue, was in der Theorie belegt ist, dann darf ich eigentlich fast nicht von Hypertrophie sprechen, sondern wirklich von der Time-Under-Tension-Theorie und so verschiedenen anderen Sachen. Das ist jetzt ein Best-Practice-Beispiel, gerade bei Laura, wo wir damit beginnen häufig, dass wir damit starten. Ganz klassisch, dass man mit 3x12 Wiederholungen, da ist dann wirklich die Last hochsetzt. Wir haben letztes Jahr durchaus auch mit fast dem Doppelten des Körpergewichts von Laura gearbeitet, bei Hip Thrusts, bei Kniebeugen, um dann Richtung Maxkraft zu gehen. Aber auch da muss ich wieder eine Einschränkung machen. Es ist kein reines Maxkrafttraining, wie es im Buche steht. Also das ist angepasst auf unseren Sport, was wir am Ende ausführen. Ja, natürlich. Also es geht zunächst einmal ganz klassische Kraftzyklen, mit denen man aufbaut. Aber der Fokus übers Jahr, wenn man es sagen wollte, liegt auf der funktionellen Hypertrophie. Hypertrophie kann man im Triathlon eigentlich immer klein schreiben. Sobald man sich über 10 Stunden Ausdauertraining befindet, kann man sowieso schon jubeln, wenn man überhaupt eine Hypertrophie erzielt bei Athleten. Es gibt natürlich auch die andere Sache, dass man zu viel Muskelmasse aufbaut. Diesen Grenzfall gibt es aber tatsächlich eher bei den Herren als bei den Damen, dass es zu viel an Muskelmasse gibt. Ohne den meisten Triathleten jetzt zu nahe treten zu wollen, aber es geht dabei um Bewegungsökonomisierung, Verletzungsprophylaxe und im Endeffekt auch um die Leistung, die ich tatsächlich aufs Pedal bringe. Und wenn man spricht zwar immer wieder beim Radtraining von Kraftausdauer, wenn man aber genau hinschaut, hat das wenig mit Krafttraining zu tun in dem Sinne. Und wenn man wirklich die Kraftwerte eines Athleten verbessern möchte, dann muss man einfach in ein Studio und eben Gewichte bewegen. Und das Gleiche gilt eben, um eine Ausgeglichenheit zu schaffen in den Kräften. Wir trainieren zyklische Bewegungen und das oft stundenlang. Und dieses stundenlange schleift Muster zum einen ein, aber vernachlässigt auch Muskelgruppen. Und um zum Beispiel große Streckerschlingen wirklich sauber zu trainieren, damit die vom Beginn des Bewegungsspielraums bis zum Ende des Bewegungsspielraums auch wirklich zusammen spielen können, die Muskelgruppen, und damit auch eine wirkliche Kraftentfaltung in dem Bereich, die wir für den Triathlon brauchen, wieder um das zu haben, nutzen wir das Fitnessstudio, ganz klar. Und ja, die Verletzungsprophylaxe geht weiter. Man könnte sich da drin ziemlich lange, also zum Beispiel nehmen wir die Schulter. Eine Schulter, deren Schultergelenk in der richtigen Position ist, hat unter Umständen 20–30% mehr Kraft. Das heißt, wenn ich die Antagonisten trainiere, habe ich auch die Chance, dieses Kraftpotenzial im Prinzip zu ernten. Das Gleiche kann ich für die Hüfte sagen und so weiter. Und deshalb ist Krafttraining wirklich wichtig.